Auf der Südseite ist ziemlich alles weggeschmolzen, aber hier auf der Nordseite liegt noch immer einiges an Schnee. Ich bin jetzt hier bei diesen 2 verlassenen Hütten angekommen. Das heißt, wir haben ungefähr die Hälfte bis zum Biwak geschafft und hier werde ich meine erste Pause machen. Es ist heute zwar relativ warm, aber im Wind kühlt man doch relativ schnell aus. Da ist natürlich so ein windgeschützter Pausenplatz optimal. In der kleinen Schutzhütte, in der wir heute übernachten werden, befindet sich auch ein Ofen. Und nachdem die Hütte eindeutig über der Baumgrenze liegt, ist es natürlich relativ schwierig, das Feuerholz dort drauf zu bringen. Und deshalb ist hier entlang des Weges immer wieder Stationen, wo man Holz mit aufnehmen kann und bis rauf zur Hütte tragen kann. Bei der ersten lag jetzt kein Holz, deswegen habe ich auch nichts mitgenommen. Mal schauen, wie es bei der nächsten aussieht. Nummer 2 und immer noch kein Feuerholz. Hier sieht man jetzt einen Friedhof. Da hinten ist das Kreuz und auf dieser Anhöhe dort oben sind 6 Soldaten begraben, die hier während des Ersten Weltkriegs gefallen sind. Und nachdem da hinter mir der Friedhof ist, heißt das, es ist nicht mehr weit bis zur Schutzhütte. Hier kann man bereits die erste Ruine sehen und dahinter ist unsere Schutzhütte. Nice. So, dann schauen wir uns mal das Biwak genauer an. Hier haben wir die Betten. 1, 2, 3, 4 Stück. Die Möglichkeit zum Sitzen. Dann kommen wir auch direkt in die Küche. Das sind Sachen, was andere Wanderer übergelassen haben. Die Möglichkeit zum Kochen. Ich glaube, unten drin ist auch noch Gas. Ja. Und hier haben wir auch noch einen Ofen. Das alles hier wurde etwa um 1915 errichtet und das Gebäude, in dem ich jetzt stehe, diente ursprünglich eigentlich als Kapelle. Das erklärt auch die Fenster hier. Nachdem das Dorf verlassen wurde und verfallen ist, wurde vor ca. 20 Jahren das Ganze hier nochmal renoviert und eben diese Schutzhütte daraus gemacht. Und ich muss sagen, sie haben richtig gute Arbeit geleistet. Es ist alles hier, was man zum Überleben braucht. Die Sonne ist jetzt hinterm Berg verschwunden und es wird schon wieder spürbar kälter. Ich glaube, es wird Zeit, mal den Ofen zu starten.
gar nicht so schlecht funktioniert. Ich glaube, das wird sogar was. Also, sobald das Ofenrohr einmal warm ist, sollte es eigentlich auch den Rauch anständig abziehen. Der Ofen rennt und langsam wird es gemütlich warm. Next Step, Abendessen. Ich werde heute etwas machen, was ich schon ein paar Mal gesehen habe, aber noch nie ausprobiert habe. Und das ist Pizza aus einer Pfanne. Mal schauen, wie das wird. Also der Plan ist es, etwas Olivenöl in die Pfanne zu geben, danach den Pizzateig, Tomatensauce und zum Schluss den Käse darüber. Ich hoffe, das wird was. So sieht es jetzt mal mit dem Teig aus. Ich hatte gerne Tomatensauce zu Hause und habe kurz überlegt, ob ich einfach Ketchup mitnehmen soll. Aber ich glaube, wenn das ein Italiener mitbekommt, lassen wir mich nicht wieder zurück über die Grenze. Und ordentlich Käse. Schaut doch schon mal auf jeden Fall echt lecker aus. So, mal schauen. Meine große Sorge ist jetzt, dass der Boden anbrennt, bevor es wirklich durch ist. Das sieht noch relativ gut aus. Jetzt bin ich gespannt. Ah, schaut richtig gut aus. Die schmeckt ehrlich um einiges besser, als ich gedacht hätte. Wow. Die schmeckt richtig gut. Nummer 2. Ich mache die jetzt noch etwas dünner. Ich glaube, dass das noch besser ist. Bis die Pizza fertig ist, können wir draußen mal schauen, wie kalt es ist. Also das hat wirklich sehr gut geschmeckt. Was das Thermometer sagt. Aber außen hat es gerade -4 Grad. Solltet ihr jemals auch in so einer Berghütte übernachten, merkt euch den Rucksack unbedingt weg vom Boden, ansonsten werden euch die Mäuse den Rucksack durchfressen. Gute Nacht. Guten Morgen. Es ist jetzt 5 Uhr morgens und der Plan ist, schnell etwas zu frühstücken und dann zum Gipfel aufsteigen, um von oben den Sonnenaufgang anzuschauen. Und los geht's.
Ich glaube, für einen Sonnenaufgang bin ich etwas zu spät unterwegs. Aber was soll's. Der richtige Wanderweg ist komplett unter Schnee verdeckt. Also gehe ich gerade einfach querfeldein, diesen Rücken nach oben bis zum Sattel und dann sollte man eigentlich den Gipfel schon sehen. Da oben ist unser Gipfel. Wir sind jetzt wieder am offiziellen Wanderweg. Es ist hier noch ein kurzes, mit Stahlseil versichertes Stück. Und dann sollten wir am Gipfel sein. Leicht und leicht mit den Crampons anständige Tritte zu finden. Gerade noch rechtzeitig für den Sonnenaufgang. Herrlich, aber durch den Wind auch extrem kalt. Genau deswegen werde ich jetzt wieder zum Dorf absteigen. Direkt unter den Gipfel sieht man auch noch diese Ruinen. Diese Gebäude dienten damals ebenfalls zum Schutz vor Wetter. Weil genau hier entlang lief die Frontlinie im Ersten Weltkrieg zwischen Italien und Österreich-Ungarn. Das heißt, das gesamte Gebiet hier war damals stark umkämpft. Das ist hier echt nochmal richtig steil. Ich muss extrem aufpassen, dass ich nicht abrutsche. Auf jeden Fall die richtige Entscheidung, jetzt am Nachmittag nicht mehr raufzugehen. Also dieses Stück würde ich nicht mit schlechteren Schneebedingungen machen wollen. Wir sind zurück bei der Hütte und ich würde sagen, wir schauen uns mal die gesamten Gebäude hier an. Los geht's. Also wie bereits erwähnt, das gesamte Gebiet hier. Wow! Ich bin gerade bis zum Knie in den Schnee eingesunken. Das gesamte Gebiet hier war im Ersten Weltkrieg stark umkämpft. Genau hier verlief die Frontlinie zwischen Italien und Österreich-Ungarn. Also hat man 1915 dieses Dorf hier errichtet, um hier oben einfach etwas Schutz vor der Eroberung zu haben. Hier war das ehemalige Hauptgebäude. Mit dahinter der ehemaligen Kapelle. Und darunter noch ein paar kleine Nebengebäude.
Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde das alles hier oben einfach verlassen. Und ca. 1980 wurde dann die ehemalige Kapelle umfunktioniert zu einem Schutzhaus. Dann würde ich sagen, wir packen alles zusammen und steigen wieder ab. Bei vielen Hütten ist so eine kleine Spendenbox angebracht, wo man seine freiwillige Spende hineinschmeißen kann. Und ich mache das eigentlich sehr gerne, weil irgendjemand muss ja diese Hütte hier instand halten oder das Feuerholz bereitstellen oder auch das Gas. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Deswegen spende ich das sehr gerne. So, ich habe alles eingepackt. Die Hütte ist sauber. Zeit für den Abstieg. Danke. Mal aufpassen, dass ich hier nicht ins Loch reinfalle. Wir sind wieder bei den Hütten. Das heißt, die Hälfte ist geschafft. Wieder eindeutig unter der Baumgrenze und der gesamte Schnee ist weg. Zurück am Parkplatz, die Tour ist geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe dich auch im nächsten Video wieder.